Grüß euch, wir sind Lack of Purity und ich bin der Fabi. Ich bin der Hummer. Ich bin der Matthäus. Ich bin der Ias. Und ich bin der Specki. Ja, wie hat es angefangen mit uns? Im 2000er Jahr haben sie mir, also ich und der Matthäus, am St. Günther Stadtfest überlegt, wir könnten ja eine Band gründen, weil wir recht gern Metal hören und das auch gern machen würden. Also an dem Platz, das ist der Domplatz, da war im Jahr 2000 Stadtfest und haben wir und der Matthäus beschlossen, dass wir eine Band gründen, also ein Platz mit historischer Vergangenheit. Der Hummer hat schon zu dem Zeitpunkt Gitarre gespielt und ich habe mir gedacht, ich konnte eigentlich Bass lernen, weil so viele Bassisten hat es in der Gegend nicht gegeben und ja, jetzt haben sie gedacht, wir gründen mal eine Band. Ja, der Name Lack of Purity ist mir schon recht vorher gefallen, das war während der Zivildienstzeit, da habe ich recht viel Zeit gehabt und ja, hat recht guten Anklang gefunden. Ja, in der Zwischenzeit haben wir aber leider keine Mitmusiker gefunden und auch in meinem Leben haben sich ein paar private Dinge verändert, haben sich ein paar andere Sachen eingestellt und hat die ganze Entwicklung etwas hinausgezögert und deswegen ist die Band auf sozusagen Eis gelegen. Ja, und alles geändert hat sich dann im Jahr 2001, und plötzlich von Nielsen Hiers eine Mail von mir eingetrudelt ist. Der Fabi, der Specki und ich haben eine Band gehabt, hat Footage geheißen. Wir haben einen zweiten Gitarristen gesucht. Sind wir dann über den Hummer, seine Homepage auf ihn gekommen, habe ihm mal eine Mail geschrieben und dann hat er gleich mal mitgespielt. Ja, und ich habe mir dann gedacht, schauen wir vorbei, wie das so ist, und war dann echt positiv überrascht, dass ich in Hiers und im Fabi eigentlich zwei sehr leibende Metal-Freaks gefunden haben, die aus da ziemlich viel Zukunftsaussichten praktisch gehabt haben. Ja, und mit dem Hummer ist dann das Musikmachen eigentlich um einiges schwieriger geworden, weil Footage eher ein Spaßprojekt war, ohne große Zukunftspläne und da immer am Weg, dass die hoch hinaus wollte. Mir und meinem Bruder hat er wahrscheinlich ein Problem gesehen, weil wir nicht zu 100% unsere ganze Energie für die Band aufgebracht haben und ich zu der Zeit noch Schüler war und deswegen auch nicht immer Zeit gehabt habe zum Proben. Ja, und ich wollte halt wirklich was weiterbringen, also eine Band, die was Zukunftsfähig, was überall spielt und so, das wollte ich aufbauen. Footage war halt eher so ein Spaßprojekt ohne große Zukunft. Ja, und dann haben wir uns eben gedacht, machen wir unsere eigene Geschichte, wo wir wirklich viel dahinter stehen. Und dann haben wir gesagt, also ich, Fabi und der Hirs steigen gerade über Footage aus und gründen praktisch unsere eigene Band. Da ist natürlich dann wieder Lack of Purity in den Sinn gekommen. Ja, daraufhin habe ich den Hummer kontaktiert, ob ich eigentlich nur Lust habe, dass wir mit der Band was machen. Natürlich war ich dabei, das ist klar. Also das ist eigentlich nur mehr Schlagzeuger gefällt. Da sind wir dann auf den Müller hier gekommen, der auch bei der Foodcrock-Band Nachhöhlen mitgespielt. Ja, und der Hummer hat ihn mal ganz gut getroffen und zum Einsteigen gebringt. Ja, und dann haben wir eben angefangen zum Proben. Also eigentlich in einem öffentlichen Proberaum in Scheibs haben wir am Anfang geprobt, weil da kann so ziemlich jede Band nicht. Und das ist genau das Problem. Das war nämlich ziemlich stressig, weil da waren nämlich die Probezeiten nicht geplant. Und leider Gottes hat nicht immer jeder von uns, also von der Band, Zeit gehabt, zu diesem Termin, zu dieser Zeit zu proben. Und darum haben wir uns halt gedacht, naja, ein eigener Probe war natürlich das Allerleidendste. Ja, bei mir daheim in Köln war Raumfrei schon das Schlagzeug von einem kleinen Bruder drin gestanden. Haben wir sich noch von der Hip-Hop-Band Schlechtes Gewissen, alle PA-Anlage angekauft. Ja, haben wir reingestellt, haben wir einen leibenden Proben angehabt. Ja, und dann ist auch schon unser erster Live-Auftritt zurückgekommen. Das war in Amstetten am Band-Contest in der FIFA-Steigerungshalle. Und ja, es hat zwar ein bisschen Unstimmigkeiten gegeben, ob wir da jetzt wirklich mitspielen sollten oder nicht. Und wir haben dann ziemlich viel geprobt und haben dann mitgespielt. Ja, und dann haben wir eben angefangen zum Proben. Und vorher, also eigentlich in einem Städten am Band-Contest in der FIFA-Steigerungshalle. Und ja, es hat zwar ein bisschen Unstimmigkeiten gegeben, ob wir da jetzt wirklich mitspielen sollten oder nicht. Und wir haben dann ziemlich viel geprobt und haben dann mitgespielt.
ja, erster Auftritt war, da war ich nervös, ich glaube. So nervös kann man auch noch sein. Ja, und dann hat natürlich gleich alles mal nicht hingehauen, zum Beispiel, dass meine Gitarre nicht angenommen war am Anfang, also hat man mal nichts gehört von mir. Ja, wir haben einen ziemlichen Scheiß auch zusammengespielt, das ist echt schon unser erstes Konzert. Ich sage nur Drum and Bass, wo ich hier so einen Footswitch gestiegen bin und dann war halt die Gitarre aus und nur so ohne Nummer so Gitarre, das ist recht lustig angehört. Hier ist am Schlagzeug hat sich auch relativ viel geplagt. Ja, aber trotzdem, irgendwie hat es geklappt, also muss irgendwie einen großen Anfang gefunden, unser erster Gig, weil wir sind nämlich Dritter geworden haben und dadurch unser erstes Taschengeld verdient, 100 Euro. Vor 15 Bands. Die Nummer 3. Nummer 3, ganz knapp auf Nummer 3 muss man dazu sagen, Lack of Purity. Ja, nach dem Contest in Amstetten waren wir mal gescheit motiviert. Und dann hat uns die Punkband Carpe Diem gefragt, ob wir mit ihnen im Nest mal spielen wollen, als Supporter. Ja, das im Nest war dann absolut cool, das war echt ein leibender Auftritt, wir waren alle voll gut drauf, absolut nicht nervös, nicht einmal der Humor. Und ja, wir haben einen leibenden Gig gespielt, haben uns nachher angesoffen und daraufhin eigentlich auch gleich beschlossen, eine Demo aufzunehmen, weil jetzt ist dann echt was weitergegangen. Ja, das Demo 2002 haben wir dann praktisch von mir im Keller aufgenommen, weil wir so ein dürftiges Studio zusammen, also nur ein Computer und ein paar Mikros und so. Da haben wir dann gemerkt, das Schlagzeug haben wir beim Hirs haben wir beim Proberaum aufgenommen und den Rest dann bei mir daheim. Und das ist eigentlich für unsere Erwartungen hat es eigentlich voll erfüllt, dass wir so eine Null-Budget-Demo praktisch aufgenommen haben und es hat einen recht guten Anklang gefunden. Ja, das Thema hat dann den Namen gekriegt, Can't Turn Back Time. Das ist eine Textzeile aus dem Lied Stars Descending, das übrigens über einen guten Freund von uns handelt, der 2002 bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen ist. 2003 haben wir dann ziemlich oft live gespielt und im Jänner haben wir unser Demo veröffentlicht in Bodensdorf beim Lunatic Asylum. Das war ein gescheit geiles Festel mit einer fetten Bühne und so ca. 400 live an dort. Es hat dann allzu lang gedauert, da haben wir unseren ersten Headliner-Auftritt gehabt, das war beim Bagger in Weidhofen an der Ips. Und ja, irgendwie war es nicht lustig als Headliner, weil es sind halt so weitere Bands dort und wir sind halt einfach eingesprungen, weil wir Not gehabt haben und wir haben da eigentlich nur 45 Minuten ungefähr gespielt und die anderen haben eigentlich sehr viel länger gespielt als wir, also ein richtiger Headliner-Auftritt war es nicht, aber das war halt lustig. Ja, im Frühling haben wir dann zweimal gespielt im alten Kino in Oberndorf. Das erste Mal war am Metal Meltdown, haben zum Beispiel auch Midgard gespielt, eine ziemlich leibende österreichische Band, und Square Nothing, die haben auch ziemlich was drauf gehabt. Und da ist es uns dann zum ersten Mal passiert, dass wir ein Lied live vergeigen. Das war recht witzig, da haben wir im Anfang Friends of Death nicht so ganz hingekriegt. Ja, und das zweite Mal, wie wir im alten Kino gespielt haben, das war dann der Borg Jam oder Borgatec oder wie es geheißen hat. Und ja, das war eigentlich ganz ein netter Auftritt, aber nicht unbedingt spektakulär. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Wenn du das Video anschaut, Dann bist du nicht schön. nein, aber der denkt sich, du sagst es zu dem, der was das anschaut. Dann magst du von viel Bände. Ja, klar. Wenn ich das Video sehen, so nicht schön. Ja, und dann haben wir wieder im Nest gespielt beim Summer Rocks, das war wieder mal ein kompletter Vollgewasser. Das Nest, das tut uns einfach gut, hat viel Kapital am Arsch, aber einfach echt leibend. Und dann haben wir unter anderem auch noch in Gersenberg auf der Island Party gespielt. Das war auch sehr witzig, weil dann ist irgendwann einmal mittendrin die Polizei gekommen und hat uns einfach ins Afterdraht. Die Polizei! War total leibend war es dann in Neubruck. Da haben wir nämlich in der Papierfabrik gespielt, das war am Murztrumbühne. Wir haben zwar das Opener gespielt und es waren nicht so viele Leute, aber es war trotzdem total leibend.
dem Auftritt hat uns unser Schlagzeuger, der Hirs, mitgeteilt, dass er uns verlassen möchte, der möchte nämlich gerne Austritt nehmen. Und auch deswegen, weil er andere Projekte gleichzeitig laufen hat. Da war er ohne Schlagzeuger da gestanden. Und das Ganze, das war jetzt, haben wir auf die Fuß bis Zweiergeist ohne Schlagzeuger. Ja. Nachdem der Müller hier so ausgestiegen ist, so haben wir halt mit einer Drumcomputerspur, die der Hummer aufgenommen hat, mal also ein ziemlich primitiver Schaß. Die ganze Zeit nur derselbe Beat gegangen. Das war ziemlich hart zur Zeit lang. Ja, und zu der Zeit habe ich mir schon länger die Electric-Lieder selber am Schlagzeug einfach so zum Spaß einmal reingezaubert, weil die zum Spielen und die waren eigentlich alle relativ gespielt waren. Und jetzt habe ich einer angeboten, dass ich als Aushilfsschlagzeuger einspringen bis einen neuen gefunden haben. Ja, und wie der Specker dann als Aushilfszeigler eigentlich eingestiegen ist bei uns, weil er hat immer gesagt, er möchte nur so lange bei uns dabei bleiben, bis wir einen gescheiten guten Schlagzeug finden, weil er nur das so nebenbei macht. Aber irgendwie ist dann voll leid und weitergegangen, weil das Proben hat viel Spaß gemacht, er hat die Lieder viel gut gepackt und haben sie gedacht, ja, solange wir keinen anderen finden, können wir sie nicht da. Und dann haben wir gesagt, ja, nehmen wir unser nächstes Demo auf. Das war dann im Winter 2003 war das dann. Das Schlagzeug von der Demo haben wir beim Bruckner wieder aufgenommen, da der gutes Schlagzeugequipment hat. Allerdings hat es Probleme gegeben mit unserem Zeitplan, da wir die ersten 2 Tage zwar aufnehmen haben können und die ersten 3 Lieder von dem Demo haben gepasst. Allerdings hat es dann Probleme gegeben mit den Nachbarn wegen der Lautstärke. Jetzt haben wir 2 Tage pausieren müssen und jetzt haben wir an einem Tag die 2 schwierigen Lieder, einmal und Fotografie machen müssen. Und das werden wir leider am Demo, dass die eher pro Schrampe rausgekommen sind, weil wir nicht so viel Zeit gehabt haben. Den Rest vom Demo haben wir dann beim Hummer in Köln aufgenommen. Da haben wir schon ein bisschen mehr Erfahrung gehabt von der vorigen CD, viel besseren Sound, besser eingespielt. Ja, die CD heißt Animation und als Bonus ist dann noch das 2002er Demo drauf, remastered. Ja, und dann haben wir in der Disco Loch Ness eine groß angelegte CD-Release-Party angelegt. Und ja, wir haben zwar nicht live gespielt, haben aber unser Demo für ein bisschen hinten rennen lassen und das war wieder mal eine fette Sauferei. Dann ist mit Lecker gespielt die Lizenz gegangen. Ja, weil unter anderem auch, weil der Specki und ich in Krepo mitspielen auch noch. Das ist unsere Zweitband. Wo übrigens der Peter mitspielt, der früher bei Footwitch dabei war. Ja, und zu der Zeit haben wir jetzt gerade angefangen mit Live-Spielen und so Sachen. Und da ich ja bei Crepo an der Gitarre spiele und wir zu der Zeit live-mäßig gerade ziemlich aktiv waren, war meine Rolle als Schlagzeuger Black Security vernachlässigt. Ja, und dann haben sie gedacht, fragen wir in Peter, also den Schlagzeuger von Crepo, ob der bei uns einsteigen will. Der Specki hat sich eher immer nur als Übergangsschlagzeuger gesehen, bis wir einen anderen finden und da er bei Crepo so einen Stress gehabt hat. Halt, dass er Gitarre spielt und bei uns Schlagzeug und alles. Und haben wir halt den Peter gehabt. Und ja, für den war es eine Herausforderung, dass er bei 2 Bands Schlagzeug spielt. Ja, und dann haben wir gedacht, da geht wieder was weiter, wenn wir da jetzt ihn nehmen. Ja, und nachdem wir jetzt den Peter Schlagzeuger gehabt haben, haben wir uns gedacht, haben wir gleich so einen Proberaum in Beschlag nehmen, haben wir unser ganzes Equipment umgestellt und haben trotzdem nur viel mehr Platz gehabt als im alten Proberaum. Das ist nämlich extrem groß. Ja, kann man so sagen. Und nur dazu war er super ausgestattet mit einem gescheiten Mischpult und einem PC zum Aufnehmen. Da haben wir auch gleich unser erstes Konzert gehabt mit Peter. Leider waren die Veranstalter nicht sehr gut und es sind ein paar Dinge passiert, dass dann dadurch das ganze Konzert leider ins Wasser gefallen ist. Ja, und so haben wir leider, sind wir nicht zum Konzert gekommen mit Peter. Beim Skate Contest Restart 2004 mit der Anlage, die leider nicht funktioniert, weil der Strom Probleme macht. 3 Monitor-Peters sind schon abgebrannt. Ja, der Peter hat sich leider ein bisschen übernommen damit, dass er in 2 Bands gleichzeitig Schlagzeuger ist. Ja, und dadurch haben wir nicht mehr so viel Zeit gehabt zum Proben, vor allem unter der Woche nicht.
Und da ist halt von der ganzen Band die Motivation so in den Arsch gegangen. Ja, und da die Motivation in der Band irgendwie generell geschrumpft war, hat es bei mir irgendwie auch nicht mehr ganz so funktioniert. Ich habe mich eigentlich nicht mehr recht motivieren können, zur Probe zu fahren und überhaupt für den ganzen Metal eigentlich. Und ja, und dann habe ich einfach beschlossen, entweder geht's oder gar nicht, und weil mir die Sache taugt mir nicht so, und habe einfach gesagt, dass ich aussteige. Ja, und das war dann ziemlich schlimm, dass der Fahrwerk ausgestiegen ist, aber gewusst haben, dass wir so einen genialen Gröler wie er eigentlich nicht mehr so schnell finden. Wir haben dann auch versucht, einen anderen Sänger aufzutreiben, aber es war kein Erfolg. Ja, dann haben sie gedacht, nein, gehen wir wieder zurück zu einem neuen Proberaum und richten dann komplett neu ein. Im Kaffeeequipment und alles, und dann wir da wieder weiter. Endlich funktioniert alles! Der WC des Todes macht monströse Datenverarbeitung aus der Hölle! Und das Lustigste, das neue Mischpult! Ja, und dann haben wir uns gedacht, fahren wir einen Speck, ob er wieder bei uns mitspielen will. Ja, und in der Zeit, wo ich nicht in der Band war, habe ich doch meine Leidenschaft für Schlagzeugspielen entdeckt und habe auch ziemlich viel geübt daheim. Und da ist mir das gerade recht gekommen und habe natürlich gleich sofort zugesagt. Und diesmal fix und nicht als Aushilfszeiger, und seit ich dabei bin, ist eigentlich wieder super. Also im Frühling haben wir sich angemeldet gehabt für den Austrian Band Contest. Und es war dann irgendwie sehr, sehr stressig, weil 4 Wochen bevor nämlich unser Auftritt war eben der gesamte Wechsel. Und ja, ich habe nur dazu 1 Woche vor dem Auftritt geheiratet. Wir haben dann viel geprobt und es war eine sehr, sehr stressige Zeit. Also wir sind gerade auf dem Weg nach Wien. Also eigentlich sind wir nur in Schweidnitz. Ja, ABC war halt am Frühjahr, da haben wir dann praktisch schon ewig nicht mehr gespielt gehabt, seit dem 3. Jänner von dem Jahr. Und ja, sind wir hingekommen, haben wir gespielt und haben am allerwenigsten damit gerechnet, dass wir eigentlich in der Vorrunde, was das halt war, gleich den ersten Platz machen. Also, und sind somit ins Viertelfinale aufgestiegen. Das war echt lässig. Das ist ja so genial. Der Homo-Fall. Ja, der ABC, das war ja eigentlich mein allerletztes Konzert gewesen bei Lack of Purity. Aber da wir da noch 25 Minuten Spielzeit gehabt haben, habe ich mich dann bereit erklärt zu einem weiteren Gig im Loch Ness. Nach dem ABC sind wir dann auf Sängersuche gegangen. Aber da war nicht recht viel gebracht. Wir haben keinen einzigen gefunden, der irgendwie zum Fabi seiner Brüllerei zugekommen war. Da haben wir uns gedacht, dass wir einfach selber weiter singen und zu viert weitermachen. Aber das hat sich grauenhaft angehört. Ja, und wie ich dann so richtig draußen war von der Band, habe ich dann irgendwie leichte Gewissensbisse gekriegt, unter anderem auch Herzbluten, und ich wollte eigentlich wieder zurück zu den Burschen, weil sie ja doch recht leibend waren, weil wir viel arge Zeiten durchgemacht haben eigentlich ineinander. Und ja, und somit ist es halt dann gekommen, dass ich in mich selbst hineingegangen bin und mich geringt habe. Und ich habe mich dann einfach entschlossen, dass ich einer anbiete, wieder bei einer zu singen. Ja, und das ist uns dann eigentlich recht gekommen, weil, wie gesagt, die Sängersuche war ziemlich hoffnungslos. Ja, und das war jetzt ein bisschen peinlich, weil eigentlich hätte der Auftritt im Nest halt eigentlich ein Abschiedskonzert sein sollen, mit dem Fabi das letzte Mal am Mikro. Wir können da nicht irgendwie hingehen und sagen, ja, beim Abschiedskonzert, dass er doch wieder bei uns dabei ist. Jetzt haben wir gesagt, ja, nehmen wir mal eine Probezeit auf und bis zum 13.11., da wo wir übrigens diese DVD, die wir da jetzt gerade produzieren, rausbringen werden, also am Bandcontest in den Städten, ob es dann wieder offiziell bei uns dabei sein und das wird die große Überraschung werden. Ja. Ja, das war es eigentlich schon mit unserer Historie. Aber jetzt nur kurz zu unserem Konzert. Das Konzert, das war das Double Strike. Und da haben wir mit den Buster Beats gespielt, das sind dann nette Zeitgenossen, Porn-Metal. Und ja, das war eigentlich extrem leibender Abend. Da haben wir uns halt gedacht, da haben wir halt das ganze Konzert mitschneiden, mitfilmen, und dass wir dann halt gleich was draus produzieren.
Ja, und das hat dann nie in die Hand genommen, weil ich da ein bisschen Video schneiden und so ablesen, und das wird mein erstes Projekt. Schaue ich mal, ob ich eine vernünftige Live-DVD zusammenbringe. Da haben wir 2 Kameras ausgeborgt, mit meiner dann haben wir 3 gehabt, die haben wir dann im Asset positioniert. Haben wir dann praktisch durch zweimal statisch stehen gehabt und eine oder Bekannte ständig so Action-Cam-mäßig dumm gefilmt damit. Ja, und den ganzen Sound haben wir praktisch dann noch per Minidisc haben wir dann noch auch mitgeschnitten zusätzlich, dass wir es dann zusammenmischen. Leider haben wir ziemlich wenig Zeit gehabt, dass wir den Sound nur vernünftig ausfuchsen. Jetzt ist auf der DVD leider der Gesang ein bisschen zu leise, aber wir sind eigentlich froh darüber, dass der Sound überhaupt so gut geworden ist. Und wir hatten so einen Stress gehabt haben. Guten Abend, Chef des Hauses, ein kleines Interview für die Videodokumentation. Okay, kein Kommentar. Übrigens, wenn wir das auf DVD produzieren und vervielfältigen, ist das eine große Werbung bei euch lokal. Vielleicht willst du was sagen? Ja, später. Okay. Ja, und über das Loch Ness muss ich euch auch noch ein bisschen was erzählen, weil wir es so oft erwähnt haben in unserer Doku. Das Loch Ness ist eigentlich unser Stammlokal, dort sind wir fast jedes Wochenende und dort kann auch jeder hingehen. Das ist von Alternative bis zum Metal, Rock, alles ist dort einfach, unter anderem auch Drum & Bass. Und ja, schaut's vorbei ins Loch Ness in Kendall bei Betzenkirchen.